Hammurabi. Es gibt einen früheren Gesetzestext, den Hammurabi-Kodex. And it is a Babylonian code of law. It has a time frame of few centuries, but it was known like at the most 19th century BC. Das ist ein babylonischer Gesetzeskodex, also ein Gesetzestext, und das zog sich wohl über mehrere Jahrhunderte hin, aber es ist bekannt für 1800 vor Christus. So that code consists 285 laws. Er besteht aus 285 Gesetzen. It is like one of the first primitive constitutions. Und es ist eine der ersten, noch eher primitiven Verfassungen. And in this code, you can find the earliest example of idea of presumption of innocence. Und da findet man zum ersten Mal diese Unschuldsvermutung vor Gericht. And that code, that law has commandments, prescriptions of different spheres of society. Und dieses Gesetz macht Vorgaben für verschiedene Gesellschaftsbereiche. What to do if you are a merchant, what to do if you deal with the thieves, things like that. Very similar to God's law. Was zu tun als Händler, wie man mit einem Diebstahl umgeht und so weiter. Also darin ähnelt es Gottes Gesetz. And there are a lot of very similar commandments and laws with Mosaic law. Und es gibt viele Gesetze, die dem in Moses Gesetz ganz ähnlich sind. This is one of the most interesting law in this code of Hammurabi. Das ist eines der interessantesten Gesetze in dem Hammurabi-Kodex. You will find what is similar to Mosaic law. Schaut euch mal an, wie ähnlich das ist dem Gesetz von Mose. If a man destroy the eye of another man, they shall destroy his eye. Wenn ein Mensch, ein Mann, das Auge eines anderen Mannes zerstört, dann soll sein Auge zerstört werden. If one break a man's bone, they shall break his bone. Wenn jemand den Knochen eines anderen zerbricht, dann soll sein Knochen zerbrochen werden. If one destroy the eye of a free man, or break the bone of a free man, he shall pay 1 gold mina. That was an amount of money. Das Auge eines, ich weiß nicht genau, was ein Freeman ist. Was it a slave, a freeman, or was someone who won their freedom from slavery? No, this is I'm trying to find a translation. freeman is like a nobleman, like a master. Wenn jemand das Auge eines freien Mannes zerstört oder den Knochen eines freien Mannes bricht, dann soll er für eine Goldmina bezahlen. He should pay some money. But if one destroy the eye of a man's slave or break a bone of a man's slave, he shall pay 1/2 his price. Wenn dasselbe aber bei einem Sklaven passiert, dann soll die Hälfte des Wertes des Sklaven bezahlt werden. So if you look at those commandments of those prescriptions and laws in the Code of Hammurabi, you will see that there is a hierarchy in the society. Wir sehen also in dem, was hier vorgegeben wird durch das Hammurabi-Gesetz, dass es da eine Hierarchie gab in der Gesellschaft. And people are not equal before the law. Dass Menschen vor dem Gesetz nicht gleich sind. They are protected by the law, but not all the spheres of society are equal. Sie werden schon geschützt durch das Gesetz, aber nicht jeder Mensch, nicht aus jedem Gesellschaftsbereich ist gleichwertig. So see, if we analyze this one, we see that the free man, like the nobleman, he worth more than a slave. Wenn wir das analysieren, dann ist es leicht zu sehen, dass der freie Mann mehr wert ist als der Sklave. And if you look at other laws of this code, you will see that if somebody kills the slave of a free man, then slave of the killer should die. Not the killer takes the punishment. An anderer Stelle in diesem Gesetz sieht man, dass wenn jemand den Sklaven eines anderen umbringt, dann wird nicht derjenige, der den Sklaven umgebracht hat, getötet, sondern sein Sklave. Dann wird ihm ein Sklave umgebracht. Ach was?
Yes. And when we go through the God's law, when we go through the all prescriptions and commandments, we see that everybody is equal before God. Wenn wir uns dagegen Gottes Gesetz anschauen, die Regeln und Gesetze, dann sehen wir, dass alle gleich sind vor Gott. And everybody treats this law, eye for an eye, tooth for a tooth, as the right for revenge, right? Und wenn man dieses Gesetz sieht, ein Auge für ein Auge, ein Zahn für Zahn, dann denkt man vielleicht, das ist ein Gesetz, das Rache vorschreibt. That you obligated to do that. Dass man so handeln soll. But in God's law, eye for an eye, it means that you cannot give more harm than was given to you. Was das aber sagen soll in Gottes Gesetz, Auge für Auge, das bedeutet, dass du nicht mehr zurückzahlen darfst, als das, was dir zugefügt wurde. You cannot kill a person, or you cannot, okay, if your eye was destroyed, you cannot destroy other parts of that man. Wenn dein Auge zerstört wurde, kannst du nicht alle möglichen Körperteile des anderen Menschen zerstören. If you look in our modern world, we can see that revenge, it has more than it was given to them. In revenge, people do more than it was given to them. Auch heute in der Welt sehen wir, dass Menschen dazu tendieren, stärker zurückzuschlagen als das, was sie selbst empfangen haben. So God's law is limited in the revenge. Und Gottes Gesetz schränkt hier das Ausmaß der Rache ein. And Jesus says in the New Testament already that yes, you have right for your revenge, but I'm telling you, forgive. Jesus sagt dann im Neuen Testament, ja, du hättest nach dem Gesetz das Recht darauf, Vergeltung zu üben. Ich sag dir aber, vergib. So we see that God's law is very similar to the law that was existed, but it has a different point. Wir sehen also, es gibt große Ähnlichkeiten zwischen Gottes Gesetz und anderen Gesetzestexten zu der Zeit, aber worauf es hinaus will, ist anders. God shows that everybody has access to Him and everybody takes the responsibility for themselves. Gott zeigt, dass alle Zugang zu ihm haben und dass alle auch selbst verantwortlich sind für das, was sie tun. Not a slave of a nobleman will die, but the killer will take the punishment. Es wird nicht der Sklave eines schuldigen Sklavenbesitzers umgebracht, sondern er selbst muss Verantwortung dafür tragen. And what is the most repeated word and phrase in the book of Leviticus? Was ist im 3. Buch Mose der Ausdruck oder das Wort, was am häufigsten wiederholt wird? Beside and behold. Außer und er rief. I am the Lord. I am the Lord. And Ich bin der Herr und I'm the Lord. I'm holy. I'm holy. ich bin heilig. Yes. Be holy, for I am holy. Right? Seid heilig, denn ich bin heilig. Stimmt's? And holy literally means separated, unique, not like others. Heilig bedeutet, wörtlich genommen, etwas, was abgesondert ist, was einzigartig ist, was nicht wie die anderen ist. And that's what He wants of His people to be holy. Und das möchte Gott auch, dass sein Volk so ist, dass sein Volk heilig ist. It's not like to be holy like those things. Damit ist nicht so eine Heiligkeit gemeint, dass man in den Wolken schwebt, But to stand out of the crowd, sondern dass man sich von einer Menge unterscheidet. to be not like other nations around them. Dass man nicht so ist wie die anderen Nationen außenrum. And what can we say about other nations around them? Was können wir sagen über die anderen Nationen zu der Zeit? God tells them, do not be like Egyptians and not be like Canaanites. What does He mean? Wenn Gott sagt, seid nicht wie die Ägypter, seid nicht wie die Kanaaniter, was meint Gott damit? Ich denke, es könnte sein, dass er meinte, geht nicht zu den Götzen, sondern hey, kommt zu mir, denn ich bin euer Gott. I think he might mean,
don't go to other gods, don't go to idols, because I am your God. Exactly. Yes. As well as don't be impure in your lifestyle as the Canaanites and Egyptians, mostly Canaanites. Seid auch nicht unrein in eurem Lebensstil wie Ägypter oder hauptsächlich Kananiter. What else have you studied last week about Egyptians? Was habt ihr noch gelernt letzte Woche über die Ägypter? What was their religion? Was Religion war system. ihr religiöses System? Polytheistic, Okay. many different Polytheistic. gods. Many different gods. Sie hatten also viele verschiedene Götter. Paganistic. Paganistic. Uh-huh. Heidnisch. Yeah, so what does it mean, paganistic? What did they do? Was bedeutet das heidnisch? Was haben sie so getan? They have multiple gods. Multiple gods, okay. Sie hatten viele Götter. The gods followed their desires, so they got drunk, so they did whatever they wanted to, so the people would also do that. Okay. So we will talk a little bit more about Canaanite religion. Wir sagen noch ein bisschen mehr zur Religion Kanaans. Because before we go deeper in the book, we need to know why it is so important for God that Israel is not like them. Bevor wir tiefer einsteigen ins Buch, ist es wichtig, dass wir verstehen, And warum why, war es Gott so wichtig, dass Israel nicht so ist wie sie. and why he is repeating so many times that he is holy, he is not like other gods, so you should be holy. Und warum wiederholt Gott so oft, dass er heilig ist, dass er nicht so ist wie die anderen Götter und dass sie wie er heilig sein sollen. As Egyptians, as Canaanites, they are known for many gods, multiple gods, as you already said. Ägypter als auch Kanaaniter waren sind bekannt dafür, dass sie viele Götter hatten, so wie ihr schon gesagt habt. And in Leviticus 18, 19, 20, you can see what were people doing in that land. In 3. Mose 18, 19, 20 können wir sehen, was Menschen in jedem Land getan haben. And God's laws there in those chapters do not do like them. Und die Gesetze, die Gott ihnen gibt in jedem Kapitel, sollen ihm sagen, tut nicht das, was diese Leute tun. So Canaanite gods were not something big, huge, or unique. They were just greater humans. Die Kanaaniter sahen ihre Götter als nicht irgendetwas unglaublich groß und einzigartig, sondern als größere Wesen, größere Menschen sozusagen. And most of them, they looked like humans. There were a lot of figurines that looked like humans, and most of them were naked. Wir haben viele kleine Statuen davon gefunden und die sehen aus wie Menschen und sind meistens nackt. So there was no moral at all Es gab keine Moral, überhaupt keine Moral. to approach those gods. People used magic. Um mit diesen Göttern in Kontakt zu treten, haben Menschen Magie benutzt All sorts of sacrifices and even human sacrifices. und alle möglichen Opfer gebracht, bis hin zu Menschenopfern. So let's start with the greater one. Fangen wir mal mit dem größten an. So this is the god El. Das ist der Gott El. So he is the father of gods and he is the creator of the universe. Er ist der Vater der Götter und der Schöpfer des Universums. He delegates his power to his sons and daughters. So at the end, he is not worshipped that much. Er delegiert seine Macht an seine Söhne und Töchter und er selbst wird gar nicht so viel angebetet. And if you see, if you notice God's names, they also start with Elohim, El Shaddai, what else? Elohim, El Shaddai, right? So there is this El, so that means like he is the greater of gods, he is the father of gods. Vielleicht fällt euch da direkt So ein the Zusammenhang same word. zu dem hebräischen Gottesnamen El auf, Elohim, El Shaddai. Okay, his son, Baal, Sein Sohn Baal, he is known as the Lord of the sky, weather and fertility. war bekannt als Gott des Himmels, des Wetters und der Fruchtbarkeit. He is always
illustrated with his arm up, and usually there was a thunder or a lightning. Er wurde immer mit erhobenem Arm dargestellt und normalerweise steckte da ein Blitz drin. So he is son of El. Er ist also Sohn von Actually, he El was married to one of his sisters, und war verheiratet mit einer seiner Schwestern. and he is known as a bloodthirsty and sexual hungry god. Und er war bekannt als ein blutrünstiger und sexversessener Gott. Being the lord of the sky and weather and fertility, people believe that the rain that comes from above, it is his semen. Die Menschen glaubten, da er ja der Gott des Himmels und des Wetters und der Fruchtbarkeit ist, dass, wenn es regnet, dass das sein Samenerguss ist. Because in rain brings fruits, so semen also brings fruits. Denn genau wie der Regen dafür sorgt, dass Frucht entsteht, genauso ist es auch mit dem Samen. So to make vow stand rain on the earth, they were asking him to have a sexual relationship with the goddess. Sie haben sich das also so vorgestellt, damit Baal Regen auf die Erde sendet, muss er Sex haben mit einer Göttin. And to make him doing that, they were practicing that in their temples. Und eben, um den Gott dazu zu bringen, Sex im Himmel zu haben, haben sie Sex in den Tempeln gehabt. So there was a lot of orgies, like making. I cannot even talk about that. So people were having sex to make vow sending rain on the land. Also gab es viele Orgien, in denen dieser Gott beeinflusst werden sollte, damit er Regen auf die Erde sendet. So this is the name you will see a lot through the Old Testament. Dieser Name Baal wird euch sehr oft begegnen im Alten Testament. Okay, he was married to his sister, not married, he had relationship with his sister Anna. Er war verheiratet mit seiner Schwester, na gut, eigentlich nicht verheiratet, sondern die hatten halt eine Beziehung mit, und sie heißt Anna. So she was cruel goddess of war and hunting. Sie war die brutale Göttin des Krieges und des Jagens. To worship her, people also had a lot of cult prostitution. Um sie anzubeten, gab es auch viel kultische Prostitution. So there is another goddess. So three goddesses, like one. I don't know how to explain it. So there was Anna, Astarta, and Asherah. That's like three goddesses, but they kinda one. Sie hatten drei Götter, die Anat, die Asherah und die Astarta, und es waren drei Göttinnen, aber irgendwie eine. But they were responsible for different parts of people's lives. Und sie wurden als verantwortlich gesehen für verschiedene Teile des menschlichen Lebens. So this goddess was also the goddess of war, fertility, love, and desire. Diese Göttin war auch die Göttin von Krieg, aber auch von Fruchtbarkeit, von Liebe und von Verlangen. So both men and women, they were having sex, like practicing prostitution. Und es gab sowohl männliche als auch weibliche Prostituierte. And she was appeased by the girls who were given her their virginity. Und ein Opfer an sie bedeutete, dass junge Frauen ihre Unschuld an sie abgaben. What else is that in worshiping her and others, they use this menstrual blood and other blood for their rituals. Und so wurde dann auch Menstruationsblut benutzt in diesen Ritualen, um diese Göttin anzubeten. Okay, and there is the third one is Asherah. Die dritte im Bunde ist Asherah. She is known as the mother and she ruled the home. Sie war bekannt als die Mutter und sie regierte das Zuhause. But she was also bloodthirsty goddess.
aber es war auch eine blutrünstige Göttin. The next one is known Molech. Der nächste Name wird euch vielleicht bekannt vorkommen, Molech. That was the statue that was hollow inside, Und seine Statuen waren im Inneren hohl where they would make fire. und da wurde ein Feuer entzündet. And he had those huge arms, hands. Und dieser Götze, diese Statue hatte große Hände. And he had here some windows, Oder solche Fenster. and people would put any kind of offerings there. Fruit, veggies, animals. Wo Menschen irgendwelche Opfer reinwerfen konnten. Zum Beispiel Früchte, Gemüse, Tiere. And it was burned to worship him. Und das wurde dann verbrannt, um ihn anzubeten. But beside that, they were also practicing human sacrifices. Aber darüber hinaus wurden dort auch Menschenopfer gebracht. So they would put the babies, the firstborn babies, on his huge arms. Sie haben ihre erstgeborenen Babys in diese riesigen Arme gelegt. Of course, this is exaggerated, but there was like this huge window, and the baby was thrown into that fire. Das ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Im Prinzip gab es aber so einen Ort, wo das Baby hingelegt wurde oder ins Feuer geworfen wurde. So this worshiping of this God was followed with the celebration, with feasts and dances and drinking a lot of alcohol. Und dieses Menschenopfer führte dann weiter zu einer großen Feier, wo getanzt wurde und ein großes Festessen veranstaltet wurde und viel Alkohol floss. So behind those noises, screaming and this music, nobody heard how baby is crying. Und das alles übertönte die Schreie des sterbenden Babys. Yeah, and in those statues they were excavated not that long ago, and they found a lot of babies' bones there. Und es wurden solche Statuen gefunden, sie wurden ausgegraben und da wurden viele Knochen von Babys gefunden. In 2nd century BC, one of the historians, he was describing the siege of Carthage in northern Africa. Im 2. Jahrhundert vor Christus beschreibt ein Historiker die Belagerung von Karthago in Nordafrika. People of that city had to bring the babies of the noble families to their god. Molech, Milcom, he had different names. Wo die Adligen der Stadt ihre Erstgeborenen, ihre Babys diesem Gott bringen mussten, dem Milcom oder Molech oder wie man sie nannten. But they substitute them with the other babies, like they bought from the poor families. Aber die haben dann ihre Babys ausgetauscht gegen andere Babys, die sie von ärmeren Familien gekauft haben. And the city was overtaken, so they failed the battle. Die Stadt wurde trotzdem eingenommen, ja, sie haben die Schlacht verloren. And they realized that that's because of they brought not the noble babies, but the babies of the poor families. Und dann wurde ihnen klar, das ist, weil wir geschummelt haben, weil wir die falschen Babys als Opfer dargebracht haben. So they decided to do everything right at this moment. So they got 300 babies and sacrificed them at once. Und dann haben sie sich gesagt, das können wir nicht machen, wir müssen das richtig machen und haben 300 Kinder zur gleichen Zeit geopfert. And this is not the only way how they sacrifice people or babies. Und das war nicht die einzige Art, wie sie Kinder geopfert haben oder Menschen geopfert haben oder Babys. When they were building a house, they would put their first baby on the threshold. They would bury the baby there. Wenn sie ein Haus errichtet haben, haben sie ihr erstes Kind begraben unter der Türschwelle. And I don't know about Germany, but in Ukraine we still have this some pagan traditions. Maybe it comes from there. So when the dad
bodies were taken out of the home when somebody died, they would put 3 times that body to the threshold, which meant they were kind of saying bye to the baby. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. In Ukraine hatten wir so eine heidnische Tradition, wenn ein toter Körper aus einem Haus getragen wird, dann wird er 3-mal auf die Türschwelle gelegt, um irgendwie sich von ihm zu verabschieden. So there are a lot of those pagan traditions and practices that still exist this day. Und so gab es viele solche heidnischen Traditionen und Kulte, die auch bis heute noch existieren. But can you imagine how it was back then? Man könnte euch vorstellen, wie das damals abging. Compared to all those Canaanite religion, Egyptian religion, Israel was an atheistic country, atheistic nation, because they had only one God. Verglichen mit diesen ägyptischen und kanaanitischen Religionen war Israel praktisch eine atheistische Nation. Sie hatten ja nur einen einzigen Gott. And there were a lot of other terrible practices they had in their cult. Und in dieser Götteranbetung hatten sie noch viele andere schlimme Arten, wie sie das ausgelebt haben. So their gods were seducing women, married sisters. Was sie über ihre Götter sagten, war, dass sie Frauen verführt haben, dass sie ihre Schwestern geheiratet haben. Horrible sexual perversions. Schlimme sexuelle Perversion. There was temple prostitution. Das führte dazu, dass in den Tempeln Prostitution Homosexuality. ausgeübt wurde. Homosexualität, Child sacrifice. Kinderopfer, Adultery. Ehebruch And bestiality. und Sex mit Tieren. So there were a lot of terrible rituals how to appease those gods. Es gab also viele schlimme Rituelle, wie diese Götter besänftigt wurden. And for them it was so difficult to know what exactly should be done to worship that God, how to get what I want from that God. Und was voll schlimm war für sie, war, dass sie nie genau wussten, was sie jetzt für diesen Gott tun sollten, um So- das zu erhalten, was sie so- gerne haben wollten. If in this situation the lamb worked, so maybe next time it will work as well, but it didn't. Wenn diesmal ein Opferlamm funktioniert hat, ist es super, aber wird es auch nächstes Mal funktionieren? So they thought, okay, so maybe this God wants a bigger sacrifice this time. Okay, hat diesmal nicht funktioniert, dann will dieser Gott vielleicht ein anderes Opfer diesmal. It didn't work, so that means that God wants even a bigger sacrifice. So that's how they got to the human sacrifices. Das hat dann nicht funktioniert. Okay, dann will vielleicht Gott noch ein anderes Opfer. Und so kamen sie bis hin zu Menschenopfern. And God tells them, do not be like them. Be holy, be separated, be unique. Und Gott sagt zu seinem Volk, seid nicht wie die. Seid heilig, seid abgesondert, seid anders. And if they are like no other nations, God will dwell among them. Und wenn sie so leben werden, wie keine andere Nation um sie herum, dann wird Gott mitten unter ihnen leben. Because God is so holy, because God is so right and just that He cannot exist, He cannot dwell in the profane environment. Gott ist so heilig, er ist so gerechtig, dass er nicht in einer verunreinigten Umgebung leben kann. Okay. The bread is Okay, do you have any questions so far? Habt ihr Fragen zu dem bisher? I have one question left. You say that there is discrimination in the Babylonian law, that slaves have are treated other than free men. And my question is there a need in the Jewish law for a different law for slaves? Because I don't know how big the share of slaves is in the Jewish society. We will go through the even sacrifices in the book of Leviticus, and you will see how God doesn't show any favoritism.
Wir schauen uns in 3. Mose dann Gesetze an, auch über Opfer, und da sieht man, dass Gott da nicht unterscheidet. Eine Frage war mehr, weil Babylonien ist ja so eine Stadt, wo man